So, wir müssen die Kreuzung Bazaar Street und Hermes Avenue. Okay. Da krabbelt gleich wieder mein Ohr. So, damit die Hermes und wo ist Bazaar? Bazaar Bakery. Hier. Also rein theoretisch hier, oder? An der Kreuzung. Genau. Gut, da werden wir uns dorthin begeben. Und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes. Ich hoffe, meine Nase oder meine Stimme hört sich nicht ganz so schlimm an, wie es sich es in meinen Ohren für mich anhört. Ich habe meine Nasentropfen wieder einmal genommen. Die Sucht, die kickt gerade wieder richtig. Nein, ich bin einfach nur krank. Das ist ja immer das Pech, was man halt zur Winterzeit hat. Und ja, wir haben in der letzten Folge wieder einen Minecraft-Fall gelöst. Und es war wirklich ein sehr schlimmer und brutaler Fall. Und wir müssen bestimmt hier, oder? Hier rein. Sieht immer da aus wie die Ausstellung von Werner Vogel. Ja, tja. Instinktiv. Oh Gott. Ist das eine nackte Frau? Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific. I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. Beschreiben Sie den Keller. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. Beschreiben Sie, was genau passiert ist. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. Karawanserei Gulafscha. Okay. Putzgeister der Gewässer. Odeon Redon. Okay. Hat er das alles selber gemalt oder hat er einfach die ganzen Sachen gekauft? Ja, warum? Papst Formus und Stefan der Vierte von Jean-Paul Lawrence. Haben wir hier? Ach so, gar nichts mehr. Okay. Liebe und Schmerz, Edward Munch. Oh Gott, da habe ich jemand. Oh Gott. Ich habe was gesehen. Der gelbe Christus. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir das Grab eines Selbstmordopfers Wilhelm Kodawinski. You sure you don't okay, like art, Sherry? Der Ursprung der Welt. Oh. Ach, ein Glück ist die Pflanze davor. Ach Gott, ein Glück ist die Pflanze davor. Ach Gott, nein. Ach Gott, warum sind die alle hier nackt? Bollington von hinten. Ja, schön. Für Bollington. Oh. Raum Arcy Swinburne. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Oh Gott, was ist das denn? Ist das ein echter Hai? Okay.
grausam. Das ist noch Kunst? Ja, der hat wahrscheinlich von den Pilzen so viel gegessen. The parasites of creativity. Or just a reflection of the artist's recreational interests. Das ist Erde nur. Und das ist auch ein sehr schönes Bild. Saturn devouring his sun. Oh, grim composition. Ja. Sie wurde verzweifelt aus. Unflinching in its ferocity, yet somehow beautiful. Was haben wir hier? Einen einsamen Mann auf dem Berg, oder was? Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Hm. Oh. Die Krähe. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. Aber hier? Scheint vor kurzem etwas bewegt worden zu sein. Ist das ein echtes Skelett? Guck mal, die dunkle Bruderschaft ist auch mit dabei. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. So, aber jetzt gehen wir in das Zimmer hier, ne? Kein Kommentar dazu, zu dem Bett und zu den Fesseln? Sieht aber nicht sehr gemütlich aus, oder? Die Bettdecke sieht halt sehr so künstlich aus, ne? Was haben wir hier? Was hat denn hier? Was ist das denn jetzt? Schaufel. Old and hasn't been used for a long time. Okay. Fußabdrücke. 29 Zoll. Ah, da war jemand groß. ...24 The Zoll. left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Aha. Also war aus dem Ofen gekrochen oder was? Hey, tatsächlich. Franco. Oh, das haben wir schon alles. Ja, ja. Oh, Wild Room. Oh, wilde. Ah, ist komplett zerstört. Haha. A Malpalbutt. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. Mit Schnurrbart. Im Schnurrbart oder mit Schnurrbart? Leerer Bilderrahmen. Ugh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. Eher schwache Kette. Für Gemälde? Ja. Achso, ich muss mir was Neues auswählen, oder? Im Swinburne-Raum fanden wir einen Sarg vor. Darin liegt ein Skelett, das ein wenig bewegt wurde. Auf dem Sarg hinterließ jemand einen Handabdruck aus Kohle. Auf dem Boden des Franco-Raums ist eine Spur von Schuhabdrücken aus Kohle zu sehen. Dabei sind die Schritte mit dem linken Fuß kürzer als die mit dem rechten Fuß, was auf Hinken hindeutet. Im Weideraum wurde alle Gemälde abgehängt. Auf dem Boden befinden sich Asche von verbrannten Gemälden, aber auch ein leerer Bilderrahmen. In der Nähe davon fanden wir ein Malpaar Zigarettenstummel mit Fingerabdrücken aus Kohle. Ja, nun? Dann stehen wir wieder hier. Ach so, ja, genau. Interessant. Closed with a metal bolt. Ja. Sind die da? Ja. Die sind nicht hochgekrochen. Und das sind Kratzer? Kratzer. Frisch. Magnetspäne. Okay, und hier haben wir irgendwelche Abdrücke. Fußabdrücke? Footprints. Size 9.5. Aber wie sind die da runtergekommen? Das ist ja trotzdem relativ. Also. Naja. So.
Nee, die wurde doch schon lange nicht mehr bewegt, oder? Nee, das hier raus, ne? Ja. Das ist nicht herausgeht, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir unsicher. Und war alles vielleicht der Werner? Ja, der würde doch seinen Gemälden so etwas nie antun, oder? Also würde ich es einfach mal behaupten, so als Künstler, oder? Ich bin überhaupt nicht sicher, ne? The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. Tja. Bist so schlau. Du bist so toll, Sherlock. Oh, schnell weg. The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? Oh, es geht um den Verfall, es geht um Dekadenz, es geht um den Tod. Und Verfall? Keine Ahnung. Extravagant paintings have been left to rot in a basement. A commentary on decay and the crumbling of society, correct? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. Hat voll die coole Brille, ne? Forgetting, embellishing, a lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Der Fall war interessant. Mr. Vogel, my investigation has revealed that the intrusion was not merely vandalism but theft. The limping visitor left your place with a canvas. That's very impressive. Der hingende Eindringling. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My. Your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. Bezüglich, oder was den Diebstahl betrifft. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. Bezüglich des Einbruchs. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works.
The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. Was ist auf dem Gemälde zu sehen? What was depicted in the piece? A bound woman wrapped in robes being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. Wo wohnt Boniface Mercurio? So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Oh mein Gott. Ach, super. Ist irgendwie gruselig. Also ich glaube... Ich weiß, warum das verbrannt worden ist. Also vorgeteilt mir mit, dass der Maler Boniface Mercurio irgendwo... genau wo. Oh nee. Oh, wir haben nicht alles. Ach man, so nervig. Haben wir denn jetzt hier noch nicht? Warum haben wir denn hier nicht alle Schlüsselhinweise? Haben wir hier irgendwas? Oh. Ach, hier. A true artist never shows an unfinished piece. Der Hai fehlt ja noch, ne? Ah, ist mir das auch egal. Warum fehlt denn hier schon wieder irgendein Hinweis? Ah! A simplistic attempt at provocation. Na, jetzt habe ich alle Hinweise erhalten. Na, schön. Jetzt kann ich beruhigt weitergehen. Ach, so. Jetzt müssen wir da zurück. Wir müssen immer schief suchen. Wo der Boniface denn leben könnte. Und die Frage, wo? Polizei, Rathaus? Rathaus könnten wir mal eher versuchen. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich fatal, wenn die Adresse in der Boulevard-Zeitung auftauchen würde. Gott, die arme Frau. Hallo. Oh, so ja. So.
Echt das? Also Personengruppen. Zeitraum. Sonstiges. Bekannte Persönlichkeit. Ach so. Oh ja, Entschuldigung, John. Keine Persönlichkeit. Heißt ja eigentlich. Dass wir doch zu der Zeitung gehen müssen, ne? Habe ich halt nicht gleich gelesen. So. Anzeigen, Altstadt vielleicht? Nee. Artikel und Interviews. Schickerei bei Gemäldeverkauf. In der vergangenen Woche ereignete sich ein neuerlicher Skandal in den sogenannten höheren Künstlerkreisen. Den Ausgangspunkt bildete eine Verkaufsveranstaltung für Gemälde unter dem Namen Tanz der Dekadenz. Der Leiter eines Verlagshauses, darunter der Löwe Terwig, machte der gemütlichen Zusammenkunft ein jähes Ende, indem er einen Stuhl auf den als dekadent geltenden Maler Bonifaz Mercurio schleuderte. Hier Mr. Terwig später zu Protokoll gab, tat er dies, weil Mr. Mercurio seinen Namen entehrt habe. An dieser Stelle möchte ich die werte Leserschaft daran erinnern, dass Mr. Mercurio mit Mr. Terwig in einem Kaffeehaus gesehen worden war. Nach dem Stuhlwurf sprang der Orchesterdirigent Kurt Gallger seinem Freund Mr. Mercurio zur Seite, indem er mit einem Gemälde auf Mr. Terwig einschlug. Was das wohl für eine Szene ist. Daraufhin begann ein großes Handgemenge, in das auch zahlreiche Kunden verwickelt wurden. Nach einer erstaunlich langen Zeit der Schläge und Tritte traf die Polizei ein. Alle Haute-Volée-Schläger wurden verhaftet und für eine Woche in Gewahrsam genommen. Was war das für ein atemberaubendes Ereignis? Als ihr treuer Kunstratgeber würde ich Ihnen an dieser Stelle vorschlagen, sich ein Souvenir von dieser Verkaufsveranstaltung zu sichern, doch leider ist dies bereits zu Ende gegangen. Dafür gibt Bonifaz Mercurio unseren Lesern jedoch die Möglichkeit, seine Werke bei sich zu Hause zu bewundern und zu kaufen. Der Maler lebt in der Hermes Avenue zwischen der Scarlet Street und der Olive Street in der Altstadt. Das ist einfach so frei. Da weiß doch jetzt jeder, der ihn hasst, wo er wohnt, ne? Ist ja auch dumm. Naja, deswegen war ich da eher im Rathaus, wo eventuell da irgendwie die Adresse mit drin steht, weil er ja geboren oder ne, Umwelt oder irgendwas. Oh, Entschuldigung. Es gab gerade ein kleines bisschen plötzlich der Gena. Ja, weil ich halt einfach gedacht habe, der musste sich ummelden oder musste irgendwo ein Grundstück anmelden. Deswegen bin ich von Rathaus ausgegangen, weil das macht für mich, um ehrlich zu sein, mehr Sinn. So. Scarlet Street war das nicht. So, wo ist denn die Olive Street? Hier bin ich ja, oder? Na, hier wahrscheinlich irgendwo. Hier muss ich hin, ne? Ja. Gibt er vielleicht gleich hier?
Er lebt in der Hermes Avenue. Muss es ja hier sein. Ach so, zwischen den beiden. Ach so. Und hier kam ich. Ah, schön. Excuse me, young man. Where do you think you're going? Greetings, ma'am. I'm looking for the... I don't care who you're looking for. You shall not pass. No visitors allowed. I wish to buy a painting from Mr. Boniface Mercurio. Is he at home? Dearie, tell me, because old age has made me blind. Did someone write Information Bureau on my forehead? Because I'm not here to answer your questions. Entry is for residents only. If you aren't a resident, please leave, or I shall report you to the police. Ich muss mich wahrscheinlich umziehen, ne? Natürlich. Guck mal, ich bin Bewohner. Bist du jetzt mit mir? No visitors allowed. No visitors allowed. Muss ich mich so kleiden wie der? Das geht doch gar nicht. Ich bin kein Büsteter, ich bin ein Matrose, der gerne ein Gemälde erwerben möchte. No visitors allowed. Muss ich mich wirklich so kleiden wie der? Och man, okay. Ich habe gegähnt schon zum zweiten Mal. Das heißt... Oh Gott, alle guten Dinge sind reich. Ich werde jetzt speichern. Dann werde ich eine Pause machen, werde was essen, bisschen Sauerstoff zu mir nehmen und dann geht es weiter. Und ich weiß, muss ich mich wie der, aber... Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass ich mich wie der jetzt hier kleiden muss. Das ist doch der Schlägertyp, oder? Das ist ja richtig doof, wenn ich mich wie der Schläger oder wie diesen Bonifaz jetzt kleide. Also dann weiß ich ja auch nicht. Aber mal gucken, wie wir das in der nächsten Folge hinbekommen, dass die gute Frau mit uns redet. Und dann, ja, hoffe ich, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.